Hi, mein Name ist Stefan Münch und ich bin bei Atos damit beschäftigt, unseren Kunden dabei zu helfen, mehr aus ihren Daten zu machen und beispielsweise Prozesse wie die Qualitätssicherung zu optimieren. Das Problem tatsächlich heute in der Qualitätssicherung ist für viele Firmen weiterhin, dass die Prozesse manuell ablaufen, von geschultem Personal vorgenommen werden und dadurch natürlich sehr zeitintensiv sind. Ja, ich habe unter Umständen mehrere Mitarbeiter, die im Dreischichtbetrieb nichts anderes tun, als die Qualität meiner Produkte sicherzustellen. Hier haben wir natürlich massives Potenzial mit AI. Auf der anderen Seite ist die manuelle Prüfung allerdings auch fehleranfällig. Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung und das führt zum Beispiel dazu, dass bei der Prüfung von Produkten unterschiedliche Prüfer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das ist natürlich vor allem ärgerlich, wenn das dazu führt, dass beispielsweise der Kunde das Produkt, wenn er es entgegennimmt, als falsch oder als fehlerhaft identifiziert, während mein Personal das bei der Endabnahme noch als ein korrektes Produkt klassifiziert hat. Und das führt natürlich zu enormem Mehraufwand und dadurch führt natürlich auch dazu, dass meine Tests und meine Qualitätssicherungsschritte nicht nachvollziehbar sind. Durch den Einsatz von AI in der Qualitätssicherung können wir diese und weitere Aspekte wesentlich optimieren. So konnten wir beispielsweise die nicht erkannten Fehler um über 95% reduzieren und das bei einer gleichzeitigen Zeitersparnis von über 70%, was den gesamten Inspektionsprozess um 96% effizienter gestaltet und da so eine AI natürlich rund um die Uhr arbeiten kann. Gleichzeitig das Thema Nachvollziehbarkeit hat dann natürlich den Aspekt, dass beispielsweise eine Qualitätssicherung in der Endabnahme nur bei mir gemacht werden muss und nicht bei meinem Kunden gleichzeitig noch, weil sich mein Kunde darauf verlassen kann, dass meine Qualitätssicherung einen gewissen Standard, dem er zustimmt, entspricht. Ja, um diese großen Zahlen jetzt mal an einem Beispiel konkret zu machen, haben wir hier eine kleine Demo mitgebracht. Und zwar habe ich hier eine Außenhaut eines Flugzeugs und ihr könnt euch alle vorstellen, in dem Produktionsprozess von so einem Flugzeug muss die Außenhaut mehrfach inspiziert werden und dabei natürlich auf diverse Beschädigungen geprüft werden. Beispielsweise Kratzer, Dellen, die ganzen Vernietungen, die müssen richtig sein, die Spaltmaße müssen richtig sein. Und das hat ganz einfach komplett manuell funktioniert bis vor kurzem. Ja. Da ist der Inspekteur wirklich so hingegangen an die Flugzeugaußenhaut, hat mit Licht sich versucht darzustellen, wo eben Vertiefungen sind, wo Dellen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Inspektion nicht sehr zuverlässig war. Der eine Prüfer empfand eine gewisse Delle noch als okay, während ein anderer Prüfer das schon als nicht mehr okay empfunden hat. Genau, und um diesen Inspektionsprozess der Flugzeugaußenhaut zu optimieren, nachvollziehbar zu machen, haben wir zusammen mit einem Partner diese Lösung hier entwickelt. Die Lösung beinhaltet an der Stelle 3 Kameralinsen, die ein 3D-Bild aufnehmen können. Gleichzeitig um die Linsen Belichtung, dass ich bei jeder Tages- und Nachtzeit die Vertiefungen der Außenhaut eben wahrnehmen kann. Und das kann ich dann quasi so an die Außenhaut halten. Und dadurch, dass ich die 4 Beine hier habe, habe ich direkt auch sichergestellt, dass ich einen konstanten Abstand zu inspizierenden Part habe und kann jegliche Genauigkeiten und Vertiefungen genau quantifizieren und dadurch auch feststellen, ob die noch okay sind oder nicht okay sind. Jetzt habe ich in diesem Teil aber auch noch einen kompletten PC, auf dem ich mein AI-Modell, das ich zuvor trainiert habe, mit den kompletten Details, die es zu inspizieren gilt, deployen kann und mir direkt hier die Ergebnisse auf dem Bildschirm visualisieren kann. Ja, heute ist das Ganze noch manuell. Das heißt, heute macht das wirklich noch ein Mensch, das Inspizierbare, ist aber dadurch natürlich schon komplett nachvollziehbar und verlässlich. In Zukunft ist sogar der Plan, dass man diesen 3D-Sensor an einen Cobot-Arm packt und dieser Cobot dann auf einem Automatic Ground Vehicle das komplette Flugzeug, die komplette Flugzeugaußenhaut abfährt und Teil für Teil inspiziert. Jetzt ist das natürlich ein sehr spezifischer Case. Ja? Ein Flugzeug baut jetzt nicht jeder, aber visuelle Inspektion ist ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Wir haben andere Use Cases, zum Beispiel der Verpackungsprozess. Ja, gerade in der Pandemie werden extrem viele Pakete verschickt, die irgendwo verpackt werden müssen und irgendwie muss sichergestellt werden, dass in diesem Paket an den bestimmten Adressaten auch die Teile drin sind, die derjenige bestellt hat. Und auch der Verpackungsprozess lässt sich natürlich über visuelle Inspektion, egal ob der Verpackungsprozess jetzt automatisiert passiert oder ob der manuell ist, auch noch von Menschen verpackt wird, kann natürlich über visuelle Inspektion plausibilisiert werden, ob die Produkte, die in dem
Paket sein sollen, auch wirklich da drin sind. Auch da haben wir mit einem anderen Kunden ein sehr, sehr interessantes Beispiel geschaffen, wo wir auch als AI-Lösung Google Cloud AutoML nutzen, um die Modelle zu trainieren und um so auch eine größtmögliche Flexibilität zu schaffen, um neue Produkte an die KI eben anzulernen und so die Lösung so flexibel wie möglich zu halten. Jetzt sieht es an diesem konkreten Use Case natürlich schon alles so fertig und einfach aus und es ist alles gelöst. Jetzt steht ihr als Kunden vielleicht vor eurem Quality Inspection Prozess, wie der heute läuft, und fragt euch, wie fange ich denn da überhaupt an? Ja? Wie kann ich den denn automatisieren? Was brauche ich denn dazu alles? Das ist ja so ein interdisziplinäres Thema. Und da möchten wir euch versichern, wir als Atos begleiten euch von Anfang bis Ende dieser Journey und sind der Partner, der für euch sämtliche Lösungen integriert. Also von der Hardware, von unseren Bullsequana Edge-Servern, auf denen die Modelle dann laufen, bis hin zur Modellentwicklung, aber auch natürlich die komplette methodische Ausgestaltung dieser Reise hin vom manuellen Inspektionsprozess zum automatisierten AI-gestützten Inspektionsprozess möchten wir mit euch gemeinsam beschreiten. Und zwar fängt das Ganze an mit der Ideation. In der Ideation ist ein 2-Tages-Workshop-Konzept, wo wir euch einladen, gemeinsam eure Prozesse, eure Daten anzuschauen und gemeinsam zu überlegen, auch mit Use Cases, die wir für andere Kunden vielleicht schon umgesetzt haben, wo ist Potenzial, wo könnt ihr noch automatisieren und wo könnt ihr AI wirklich gewinnbringend einsetzen. Im zweiten Schritt, oder wenn ihr auch schon einen konkreten Use Case habt, mit dem ihr loslegen möchtet, laden wir euch zu uns ein in unser AI Lab, das hier direkt auch neben mir ist, und gestalten gemeinsam die Vision für das AI-Produkt langfristig, aber eben auch kurzfristig, wie können wir möglichst schnell einen Mehrwert generieren. Und direkt im Anschluss an die AI Lab Session geht es dann auch schon an die Entwicklung. Wir werden gemeinsam einen ersten Minimum Viable Product entwerfen, mit dem ihr dann auch schon die AI am lebenden Objekt sozusagen testen könnt, eure ersten Learnings ziehen könnt und auch so ein bisschen die Angst vor diesem komplexen Thema AI euch nehmen. Ja, und sobald wir dann gemeinsam dieses MVP entwickelt haben und getestet haben und wirklich festgestellt haben, AI ist eine Lösung für diesen Use Case und wir können gemeinsam wir sehen da das Potenzial und sehen den Mehrwert, dann wäre der nächste Schritt natürlich zu sagen, dieses Produkt, das wir jetzt in der Testumgebung haben, lauffähig haben, auch schon ausprobieren können, wie integrieren wir das dann anschließend wirklich in der Produktion, im Live-Betrieb. Also an dem Beispiel Visual Inspection für Packaging, an der Paketierstation dann wirklich mit der Kamera zu überprüfen, ist das Paket komplett. Das würde man zuerst natürlich dann in einer ersten Pilotfabrik verproben und sobald es da funktioniert, ausrollen auf diverse andere Fabriken. Auch natürlich, wenn die Lösung dann eine gewisse Zeit im Einsatz ist, man muss die immer erweitern, man möchte die natürlich integrieren in die bestehende IT-Landschaft, wie Manufacturing Execution Systeme, wie vielleicht Service-Systeme wie ServiceNow, um da möglichst ein Produkt aus einem Guss zu haben. Und auf dieser kompletten Reise von der Idee im Ideation Workshop über das MVP bis hin zur fertigen Lösung und der komplett automatisierten visuellen Inspektion in eurer Fabrik begleiten wir euch als Atos. Und wenn wir mit dieser Demo euer Interesse geweckt haben, dann kontaktiert uns und bucht noch heute eure AI Lab Session oder euren Ideation Workshop hier bei uns im AI Lab. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.